Du möchtest ein erfolgreiches Online-Business aufbauen, dann kommst du an einer Sache nicht vorbei, an einem erfolgreichen E-Mail-Marketing. Und hier in diesem Video verrate ich dir 3 Gründe, warum du E-Mail-Marketing nutzen solltest und wie du das richtig tust. Und jetzt denkst du wahrscheinlich wieder, oh Jyotima, diese E-Mails, das nervt mich total. Ich melde mich dann ständig wieder ab. Und hier kommen wir dann zu unseren 3 Gründen und warum du trotzdem ganz prima mit E-Mails verkaufen kannst. Und warum das so ist, erzähle ich dir ganz am Ende vom Video. Der Grund Nummer 1, warum du E-Mail-Marketing unbedingt nutzen solltest, ist natürlich, Social Media ist ein wackeliges Fundament für deinen Leuchtturm. Kaum hast du irgendwas Komisches gepostet bei Instagram, kann es sein, dass du hier eine Sperrung bekommst. Aufgebaut hast, ist das echt traurig drum. Deswegen hüte deine Social Media Kanäle und baue dir parallel E-Mail-Marketing auf. Die Voraussetzungen dafür sind natürlich nicht einfach ein Mail-Programm auf deinem Rechner, sondern das Ganze ist ein System, was du bei bestimmten Anbietern bekommst. Also E-Mail-Marketing-Anbieter, möglichst deutschsprachige, die mit den DSGVO-Richtlinien bekannt sind und die dir dabei helfen, tolle E-Mails aufzusetzen und natürlich eine E-Mail-Liste aufzubauen. Dazu habe ich im letzten Video schon etwas erzählt. Hier kannst du es nochmal sehen. Ich verlinke es dir hier drunter. Warum brauchst du jetzt einen E-Mail-Anbieter? Dort kannst du verschiedene E-Mails einrichten, die als regelmäßigen Newsletter rausgehen. Du kannst auch eine Willkommensserie dort bereitstellen. Das heißt, wenn sich jemand bei dir einträgt, dann bekommt er verschiedene Mails zu deinem Wissen, zu deinem Expertenstatus. Das alles brauchst du erst, wenn du eine Webseite hast und jemanden dann in diesen Newsletter einladen möchtest mit zu einem Gratisgeschenk, einem Newsletter, in dem regelmäßig tolle Sachen passieren. Das alles kannst du auf deiner Webseite einrichten und das Ganze wird dann verknüpft mit dem E-Mail-Marketing-System. Folgende E-Mail-Anbieter möchte ich dir hier an die Hand geben. Das ist zum einen Brevo, Sendinblue, dann kannst du MailerLite nutzen, Cleverreach, RapidMail oder Clicktip. Clicktip ist so ein bisschen der Porsche, das fortgeschrittene Modell. Und hier kannst du schauen, welches dir entspricht und welches für dich die richtigen Tools hat, damit du loslegen kannst. Am Anfang empfehle ich dir da erstmal ein einfacheres Modell. Wie kommen jetzt Follower in deinen Newsletter? Natürlich über ein Opt-in-Feld, also hier eintragen mit Name und E-Mail und du kannst natürlich auch so ein Gratisgeschenk verknüpfen. Das alles sollte DSGVO-technisch sicher sein und da sollte genau stehen, was derjenige erhält, wenn er sich dort einträgt. Das ist der Vorteil von einem E-Mail-Marketing-System versus deinem handgeschriebenen Newsletter, den du vielleicht mit lang gehegten E-Mail-Adressen deiner Kunden pflegst. Diese E-Mail-Adressen kannst du natürlich einpflegen in dein E-Mail-Marketing-System und dann nochmal bitten, diese E-Mail zu bestätigen. Sicher dich da ab mit einem Double Opt-in, das zweite Opt-in. Man trägt sich ein und bekommt nochmal eine Bestätigung. Ja, ich möchte diese E-Mails erhalten, ich möchte diesen Kontakt mit dir wahren. Und hier kommen wir dann zu Punkt 2. Der Grund Nummer 2 ist, du kannst hier an dieser Stelle eine Vertrauensbasis aufbauen. Du baust hier deine Community auf und du baust eine Beziehung mit deinem Abonnenten auf. Vielleicht lernt dich an dieser Stelle der Abonnent erstmal richtig kennen. Das heißt, du solltest eine Willkommensmail schicken oder auch eine Willkommensserie mit mehreren Mails. Ich mache da meistens so 5 und dann gibt es alle 2 Tage etwas Tolles über mich und mein System mit der Minikursmethode, mit der ich so erfolgreich geworden bin. Das Ganze ist kein Zuspam mit irgendwelchem Mist, sondern das ist eine wertvolle Information über dich und deine Arbeit, wie du arbeitest, deinen Expertenstatus. Du gibst nochmal deine besten 3 Videos raus, Blogartikel, Podcasts, alles an Content, was derjenige wissen muss, wenn er anfängt, sich mit diesem Thema zu befassen. Also, wie wertvoll sind dir diese E-Mails? Wie
wertvoll möchtest du nerven? Möchtest du das auf eine ganz authentische Art und Weise, mit wirklich tollen Betreffzeilen, mit wirklich Content, der in diesen E-Mails ist? Dann, glaube ich, fängst du an, es richtig zu machen, und da ist eben der Erfolg von E-Mails vorprogrammiert. Baue diese Beziehung auf, baue einen Newsletter auf, dann im nächsten Schritt. Denn wenn sich jemand einträgt und es passiert dann 8 Wochen lang erstmal gar nichts, ist das vielleicht auch schon verpuffte Energie. Und natürlich sollte dieses Gratisgeschenk gleich am Anfang kommen. Also hier ist dein PDF, deine Checkliste, mit der du gleich feststellen kannst, ob du in den Wechseljahren bist oder ob du mit Aktien durchstarten solltest oder was auch immer dein Thema ist. Also hier gleich mit dem Geschenk ins Haus fallen und ihn beglückwünschen. Das ist schon mal die erste Mail. Ihm beglückwünschen zu dieser Reise, zu dem Thema, was du hast. Was sollte jetzt in einem Newsletter sein? Natürlich eine kurze, knappe Botschaft, eine Botschaft der Woche, die Monatsenergien, Juli oder was auch immer du da gerade bereitstellst. Also gib wertvollen Content regelmäßig in deinen Newsletter. Der kann auch einen bestimmten Namen haben. Also der kann so die Aktien-News oder was auch immer dein Thema ist, benenn das doch und mach es wertvoll dadurch. Das ist auch gerade das und der Grund, warum sich dann jemand bei dir eintragen mag, weil er eben regelmäßige Tipps zu dem und dem Thema erhält, den er nur dort bekommt. Ganz wichtig, dass du hier dir etwas aufbaust, was special ist und was du vielleicht nicht gerade jeden Tag auf Facebook postest. Hier kannst du deine regelmäßigen Podcasts anteasen, also mehr dann im Podcast, mehr im YouTube-Video, so mache ich das, mehr in meinem Blogartikel mit YouTube-Video, regelmäßig jeden Mittwoch. Das bekommst du bei mir im Newsletter. Trag dich jetzt ein und erhalte auch noch ein wertvolles E-Book, wie du 5 Fehler im Online-Business vermeidest, jetzt auf meiner Seite. Hier auch nochmal meine Frage an dich. Welche E-Mails magst du? Von wem hast du das E-Mail-Abo immer noch nicht gelöscht und liest regelmäßig die Mails und guckst nach, was derjenige schreibt? Dann mach es doch so ähnlich. Mach das, worauf du Spaß hast, und deine Kunden werden es bestimmt auch mögen. Der Grund Nummer 3, warum du mit E-Mail-Marketing starten solltest, dass du mit dieser Nähe zu deinem Kunden direkt in die Mailbox, wo er am Desktop sitzt, und natürlich auch über eine Zeit verfügt, in der er diese E-Mail anschaut und eventuell auch klickt auf deine Folgeprodukte. Das ist natürlich Punkt 3. Du kannst Kunden gewinnen. Hier kannst du in deinen Newsletter wertvolle Produkte packen, ein Pre-Sale zu deinem ersten Minikurs, deine Kurse launchen, deine Sommerakademie starten oder irgendwie dein Jahresabo jetzt anteasern. Hier beginnst du auch wieder den Keim zu sehen für wertvolle Kunden, und du machst aus Followern dann Superfans, die jeden deiner Kurse dann kaufen. Mit einer E-Mail zu verkaufen ist eine Kunst, und hier solltest du auch wieder nicht übertreiben und nicht irgendwie zu viel reinpacken. Also die Länge deines Newsletters sollte natürlich so irgendwie eine A4-Seite nicht überschreiten. Und hier kannst du mit wertvollen Content und den Gründen für einen Kauf natürlich deine Kurse bewerben und sagen, hier, nur jetzt die nächsten 5 Tage ist mein Warenkorb eröffnet. Möchtest du mehr darüber wissen? Hier klicken. Du kannst dann auch eigene Listen erstellen, wer geklickt hat und sich für dieses Thema interessiert hat. Da filterst du heraus, wer hier potenzieller Kunde ist. Und ich bin mir sicher, über den nächsten Newsletter wirst auch du anfangen, deine Kurse zu verkaufen. Denn hier ist das wahre Potenzial, nicht mal eben nur auf Facebook oder auf Instagram schnell mal durchscrollen und keiner klickt auf deinen Kurs, sondern hier hast du den Kunden direkt am Schreibtisch womöglich, also eher die Wahrscheinlichkeit, dass er das Ganze am Schreibtisch anguckt, oder er hat gerade Zeit und liest seine Mails und kann auch hier wieder deine Videos oder deinen Podcast lauschen oder sich das für später zurücklegen, weil da wirklich toller Content ist. Also hier nochmal meine Botschaft: Nutze E-Mail-Marketing authentisch, spamme nicht zu,
sondern verteile hier ganz viel Liebe, ganz viel Inhalte und natürlich dein Expertenwissen und natürlich, warum du darüber so viel weißt, also deine Story auch immer wieder erzählen und warum du genau an diesem Punkt angekommen bist und jetzt dieses Wissen in diesem Newsletter weitergibst. Hast du Bock, mehr zu erfahren, dann lies jetzt auch noch den Blogartikel dazu, komm auf meine Seite und lass es uns einmal richtig machen mit dem Online-Business. Es gibt so viel Fehler auf dem Weg und wenn du dir unnötig viel Mühe und Geld und Zeit sparen möchtest, dann komm bei mir vorbei. Und dann sehen wir uns da nach der Sommerpause mit regelmäßigen News, Videos und Blogartikeln für dein automatisiertes, erfolgreiches Online-Business. Lass uns gemeinsam loslegen. Alles Liebe, deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.